Das war wirklich ein Kampf, aber es war ein Kampf um unsere gemeinsame Zukunft, denn hier geht es um Technologien, die unsere Zukunft prägen werden. Und bei der Bewertung des Gesamtergebnisses ist es natürlich sehr verführerisch, sich auf Details, auf einzelne Abschnitte zu konzentrieren, aber lasst uns eine Sache nicht vergessen. Es geht um die gesamte Sicht dessen, was wir erreicht und nicht erreicht haben. Und wenn ich darauf schaue, wie das gesamte Gesetz, das gesamte Package aussieht, dann glaube ich schon, das ist ein Meilenstein in der globalen geostrategischen Entwicklung unseres Umgangs mit dieser neuen Technologie. Und ich wage auch, diesen Meilenstein als progressiven Meilenstein zu bezeichnen. Denn wenn wir schauen, was wir uns erkämpft haben, nicht nur unter uns, sondern auch gegenüber den Mitgliedstaaten und gegenüber den Unternehmen, die sehr großen Einfluss auf die Mitgliedstaaten und die Regierungen genommen haben, dann haben wir wirklich einige sehr wichtige Punkte. Grundrechtsfolgenabschätzung ist zum Beispiel etwas, was wirklich ein neues Instrument hineinbringt in diese Diskussion, was Grundrechte als Maßstab für diese Diskussion und Bewertung und Selbstbewertung dieser Technologien hineinbringt. Die Diskussion um Hochrisikobereiche, welche Hochrisiko wir identifiziert haben und da reingeschrieben. Und ja, das ist natürlich für mich und für uns, das ist ja kein Geheimnis, besonders wichtig, auch die Umweltstandards und auch die Aufnahme des Ressourcenverbrauchs, gerade für Foundation Models, für die generativen KIs. Das sind alles Sachen, die wir so noch vor einem Jahr uns nicht hätten träumen lassen können, wenn wir über KI reden. Und natürlich gab es auch Schlachten, die wir verloren haben. Natürlich haben wir als Parlament hier für das Verbot von RBI, von der Massenüberwachung, biometrischer Massenüberwachung mit KI, gekämpft. Das war unsere Position. Und mit dieser Position sind wir auch in Trilogverhandlungen gegangen. Und bei diesen Trilogverhandlungen haben ja viele mitbekommen, haben wir stundenlang, tagelang, monatelang darum gekämpft. Aber bestimmte Sachen schafft man es eben nicht in einem System, wo es um Kompromisse geht. Und wir wussten von Anfang an, dass unsere Erwartungen nicht immer zu 100% von Regierungen übernommen werden. Und dann haben wir darum gekämpft, dass wir möglichst starke Anforderungen an einen möglichen Einsatz solcher Technologien uns erkämpfen. Und das haben wir in diesen Bereichen auch erreicht. Und wir haben auch erreicht, dass das ausdrücklich in diesem Gesetz drinsteht. Das sind Mindeststandards, die wir definiert haben. Jede nationale Regierung, und ich würde alle nationalen Regierungen dazu aufrufen, kann über diese Mindeststandards hinaus sich verpflichten, zum Beispiel Post-RBI nicht einzusetzen. Und das ist etwas, was ich von progressiven Regierungen europaweit erwarte, dass sie das tun. Wir haben für sie diese Möglichkeit da eingebaut. Das war auch schwer genug. So wird der Schuh draus. So können wir mit diesen progressiven Errungenschaften, die wir wirklich uns ausgedungen haben, im Namen der Zukunft, im Namen der Menschen, dass wir Menschen eben ins Zentrum dieser Technologie stellen. Natürlich bin ich jetzt nicht 100%ig froh und ich feiere das nicht ab, was bei dem Abschnitt von Post-RBI zum Beispiel erreicht wurde und auch bei Echtzeit-RBI, bei Echtzeitüberwachung mit biometrischer Erfassung, hätte ich mir auch noch strengere Anforderungen gewünscht. Aber diese Anforderungen sind besser als gar nichts und das ist der Ist-Zustand. Und gerade angesichts der Olympischen Spiele und der Fantasien bestimmter Regierungen, wie man mit diesen Technologien bei Olympischen Spielen oder anderen Großveranstaltungen umgeht, da kann ich ruhiger schlafen, wenn ich weiß, da sind zumindest die Mindeststandards, die wir hier ausformuliert haben und nicht ein wilder Westen für KI-Massenüberwachung. Das gehört dazu und deswegen glaube ich, dass wir mit diesem Gesetz wirklich Geschichte geschrieben haben, auch und gerade im Bereich der Bürgerrechte und der Menschenrechte.